Ja, Coronavirus ist ein neuartiges Virus. Das heißt Coronavirus, weil es so ja, Erhabenheiten drauf hat, die an eine Krone erinnern. Corona ist zu Deutsch Krone. Und es ist ein Virus, was erstmalig am 31. Dezember letzten Jahres beschrieben wurde, in Wuhan, in China. Wo es herkommt, genau weiß man nicht. Man vermutet, dass es von einem Wildtiermarkt kommt, also dass es von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen ist. Das ist nichts Besonderes, sowas gibt es schon mal auch an anderen Stellen. Das Coronavirus ist ein Virus, was eine Lungenentzündung auslösen kann, im schlimmsten Fall. Im allermeisten Fällen aber im Prinzip nur Symptome, die einem leichten grippalen oder schwereren grippalen Infekt entsprechen. Das Problem, warum ist Corona problematischer als das normale Grippevirus, ist zum einen die Stärke, wie es infiziert. Das heißt, es ist sehr viel infektiöser als das Grippevirus, was dadurch unter anderem kommt, dass es hauptsächlich im Rachen sich vermehrt und nicht in der Lunge. Das heißt, der Weg zum nächsten Menschen ist kürzer. Das wird übertragen über eine Tröpfchen- oder eine Schmierinfektion. Ne? Das heißt, beim Sprechen, beim Anhusten etc. werden Millionen Tröpfchen rausgeschleudert aus einem Menschen und können den nächsten treffen. Und wenn dann genügend Viren dabei sind, dann kann das den anderen Menschen infizieren. Das hängt auch immer von dessen Immunstatus ab. Deswegen sagt man immer, ältere Menschen, Menschen mit Grunderkrankungen sind besonders gefährdet. Wie gesagt, für die allermeisten Menschen wird die Corona-Infektion wie ein normaler Infekt, den wir öfters mal haben oder hatten, ablaufen, wird sie in keinster Weise gefährden selber, aber sie gefährden natürlich, weil sie infektiös sind, andere Menschen und da ist das Problem. Das nächste Problem am Coronavirus ist, dass anders als bei der Grippe die Inkubationszeit, das heißt die Zeit bis zum Auftreten von Symptomen bis zur Infektiosität, sehr viel länger ist als bei der Grippe. Das ist bei Grippe 2, 3 Tage. Das heißt, wenn man nach 2, 3 Tagen krank ist, dann bleibt man zu Hause und steckt keinen mehr an. Und beim Coronavirus geht das halt über 14 Tage, eventuell sogar länger. Und in dieser Zeit kann man halt dann Menschen anstecken, ohne dass man es unbedingt weiß. Also die Verteilungsrate ist viel, viel höher damit. Und da liegen die Probleme. Die Anzeichen einer Corona-Infektion sind ähnlich eines grippalen Infektes. Man ist wahrscheinlich matt, man hat eventuell Gliederschmerzen, man hat Halsschmerzen. Was ausdrücklich nicht dazu gehört, ist Schnupfen. Also wenn ich jetzt nur einen Schnupfen habe, habe ich ziemlich sicher keine Corona. Im Verlauf kann bei einer Corona-Infektion auch mal ein Schnupfen auftreten, aber es ist kein Erstsymptom. Das ist ganz, ganz wichtig. Wann sollte ich zum Arzt gehen? Da gibt es ganz klare Richtlinien, beziehungsweise mit meinem Arzt Kontakt aufnehmen. Man sollte gar nicht zum Arzt gehen, man sollte ihn kontaktieren, weil sehr viele Dinge werden zentral geprüft, beispielsweise diese Abstriche, die man macht, wie es funktioniert, erkläre ich gleich noch, werden zentral durchgeführt und nicht in der Arztpraxis, weil wenn der Arzt dann Kontakt mit einem Corona-Positiven hätte, er ja auch in eine Quarantäne gehen müsste und so würde man alle Arztpraxen sehr, sehr schnell ausschalten. Deswegen den Arzt anrufen bei diesen Symptomen. Fieber ist übrigens auch ein Symptom. Und dann wird der Arzt weiteres veranlassen, aber beispielsweise eine Krankschreibung bei einem normalen grippalen Infekt kann der Arzt jetzt als Sonderregelung sogar bis zu 7 Tage übers Telefon erteilen und das ist auch sinnvoll, das so zu machen. Der Test ist ein einfacher Abstrich, das ist so ein kleines Röhrchen, wo man tief in den Rachen reingeht und über die Rachenhinterwand einmal streicht mit so einem Wattebausch und das dann ins Labor einschickt. Zum einen das Immunsystem spielt natürlich eine Rolle. Wir haben ja eigentlich fast keine Medikamente gegen Viren. Der Körper weiß sich sehr gut selbst gegen Viren zu wehren. Und wenn ich halt ein Immunsystem habe, was nicht funktioniert, dann ist das natürlich ein Problem. Beziehungsweise wenn ich eine Entzündung kriege, wenn ich eine Struktur habe, die in irgendeiner Weise vorgeschädigt ist, eine Lunge, die zum Beispiel bei einer Asthmaerkrankung
überbläht ist, wo die kleinen Flimmerhärchen, die in der Lunge sitzen, nicht mehr richtig funktionieren. Rauchen ist übrigens da auch ein ganz entscheidender Faktor, weil Rauchen, diese Flimmerhärchen, den ganzen Dreck, die ganzen Viren aus der Lunge heraus befördern, weil die verklebt sind oft, dass das natürlich dann ein Problem darstellen kann, das ist logisch. Nach bisherigen Erkenntnissen überlebt das Virus auf Oberflächen so 2 bis 3, höchstens 5 Tage, aber es ist zuverlässig zu zerstören durch Reinigung. Und da braucht es gar kein Desinfektionsmittel unbedingt, sondern Seife. Seifenlösungen sind da völlig in Ordnung. Das Virus hat eine Lipidhülle, also eine Fetthülle, und die ist wunderbar empfindlich gegen jede Form von Seife. Die allermeisten Menschen, die halt nicht eine schwere Komplikation des Virus bekommen, werden wieder gesund werden. Ähm, und wahrscheinlich wird oder jedes Virus hinterlässt eine Immunität, das heißt, eine Virusinfektion kann man üblicherweise nicht zweimal bekommen. Ähm, Was ein Problem sein kann, dass ein solches Virus sich im Laufe der Zeit verändert und dass dann Mutationen, also veränderte Viren, eventuell nochmal eine Erkrankung auslösen können. Aber gegen das gleiche Virus wird eine Immunität hinterlassen. Ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil man sagt ja, es ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen, kann es jetzt wieder zurück überspringen. Also Infektionen von Haustieren sind bisher nicht nachgewiesen worden. Es gab mal so ein Gerücht, aber es tauchen viele Fake News im Internet momentan auf, über einen Hund, der das Virus gehabt haben soll. Theoretisch können natürlich aber Tiere das Virus als Oberfläche übertragen. Das heißt, wenn ich meinen Hund anhuste, der nächste streichelt ihn, der könnte dann das Virus an den Händen haben. Das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten. Also ich habe persönlich die Meinung, dass das Ganze sehr lange gehen wird, dass das also keine Frage von 4 Wochen ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Bestreben der Politik aktuell. Man versucht nur das Ganze abzuflachen, die Kurve an Infektionen, einfach um die Versorgungsmöglichkeiten besser zu haben. Wenn also Intensivstationen gebraucht werden, wenn Krankenhäuser gebraucht werden, dass da nicht alle auf einmal kommen und dann schnell ganz viele Probleme hat, sondern dass man die Probleme lieber auf eine längere Zeit verteilt und dann besser handeln kann. Aber ich glaube, dass das Virus uns eine lange Zeit beschäftigen wird und ich glaube leider auch, dass wir uns an gewisse Dinge, die das Virus mit sich bringt, gewöhnen werden. Wobei gewisse Maßnahmen, die wir jetzt haben, ich kann mir nicht vorstellen, wie man all diese Maßnahmen langfristig und dauerhaft aufrechterhalten soll. Nein, also die Bedingungen, warum halt junge Menschen weniger Probleme haben, sind einfach die, dass das Immunsystem des jungen Menschen grundsätzlich besser ist als des alten Menschen. Und junge Menschen, die gesund sind, werden in aller Regel überhaupt kein Problem damit haben. Aber als Überträger auf andere. Deswegen gilt es auch, die zu schützen. Also Umstellung, wir achten noch mehr auf das, worauf wir schon immer achten. Das heißt, Hygiene ist uns immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Wir haben die Spieler nochmal sensibilisiert, dass Dinge, die wir schon ewig anbieten, also an den Eingängen Handdesinfektionsspender, die haben wir schon immer. Das empfehlen wir jetzt halt nochmal mehr zu tun. Das Händewaschen empfehlen wir nochmal mehr und einen gewissen Abstand zwischeneinander. Das heißt, ja, wir Fußballer als Team sind natürlich, stehen nah beieinander, da wird abgeklatscht, da wird umarmt und. Da empfehlen wir natürlich, dass wir da so ein bisschen Abstand haben und leider auch gegenüber den Fans, ne, dass, wenn man sieht, wie mit viel Geduld die Spieler Selfies mit den Fans machen, wie sie da zur Verfügung stehen, da haben wir natürlich geraten, dass wir da so ein bisschen Abstand halten, um einfach da Infektionen zu vermeiden.
Das kommt dann wieder darauf an, wann und wie das passiert ist, wie er im Vorfeld in Kontakt war mit dem Rest der Mannschaft, und zu welchem Zeitpunkt. Ich glaube, dass die Vorschriften sich im Laufe der Zeit noch ändern werden. Aber aktuell, wenn wir jetzt einen Corona-positiven Spieler hätten, dann würde die ganze Mannschaft und alle, die mit ihm in Kontakt wären, in eine 14-tägige Quarantäne geschickt werden. Gesunde, vitaminreiche Ernährung ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Bewegung ist hilfreich, frische Luft ist hilfreich. Das sind die Dinge, die wir den Spielern halt an dieser Stelle aber auch schon immer empfehlen. Also die Ernährung der Spieler liegt uns schon immer sehr, sehr am Herzen. Wir haben da gar keine tollen Zusatzdinge, die wir denen geben. Wir versuchen alles über natürliche Dinge zu machen, über gutes frisches Obst, frisches Gemüse und qualitativ sehr hochwertige Produkte.